Hallo liebe Aquarellfreunde, seit Wochen regnet es und ich denke, es wird Zeit, das einmal malerisch umzusetzen. Ob ich wie hier im Skizzenbuch aus Schweden die Oberfläche eines Sees gestalte, hier noch einmal eine etwas größere Seestudie oder aber eine regennasse Fahrbahn, die Prinzipien sind recht ähnlich. In meinem kleinen Regenmotiv hier gibt es gar nicht so viel zu sehen. Ein Auto, ein Passant mit Regenschirm und einen schlichten Hintergrund. Ich starte mit der Farbe Lichter Ocker für die Untermalung meiner urbanen Landschaft. Kühles Rot kommt dazu und das Autodach wird hier ausgespart. In die Rückscheibe des Autos setze ich einige wenige Pinselstriche mit Blau. Mit sehr viel Wasser male ich nun den oberen Bereich der Straße. Mit Lichter Ocker, kühlem Rot und zum Schluss Blau und Neutraltinte arbeite ich mich auf der Straße nach unten. Für den unteren Rand nehme ich noch einmal das lichte Ocker wieder auf, um eine Farbharmonie zu dem oberen Bildrand herzustellen. So, der erste Farbauftrag ist geschafft. Jetzt muss das Bild trocknen, bevor es weitergeht. Mit einer Mischung aus Ultramarin und Sienna gebrannt erhalte ich ein schönes neutrales Grau. Ich möchte den Hintergrund dunkel und relativ abstrakt halten, umso mehr leuchtet später die regennasse Straße. Die Konturen des Autos werden ummalt und der Hintergrund mal wärmer, mal kälter auf dem Papier variabel gestaltet. Von meiner Figur sind im Moment nur noch die Beine übrig, also male ich sie mit dem restlichen Wassertropfen hier direkt aus dem Hintergrund heraus. Die Rückseite des Autos bekommt einen ähnlichen Tonwert wie der Hintergrund und schafft somit eine Verbindung zwischen diesen beiden Ebenen. Nachdem das Bild noch einmal getrocknet ist, geht es nun weiter. Für die Spiegelung des Autos auf der Straße feuchte ich den Bereich unter dem Auto mit klarem Wasser an. Solche Spiegelungen verlaufen immer senkrecht nach unten, auch unter meinem Schirmträger feuchte ich das Papier hier an. Am unteren Bildrand verbinde ich beide Flächen mit klarem Wasser. Aus Ultramarin, Alizarin und Sienna gebrannt wird nun eine ganz cremige Soße angemischt. Wenn ihr mit Farbnäpfchen arbeitet und nicht wie ich mit Tubenfarben, kann es ziemlich lange dauern, ehe ihr genügend Pigment zusammen habt. Zunächst verbinde ich den Schatten unter dem Auto mit dem Auto selbst und dort, wo die Farbe auf die angefeuchteten Flächen trifft, fängt es schon ein wenig an zu laufen. Jetzt halte ich mein Malbrett ganz gerade, sprühe in den mittleren Bereich der aufgetragenen Farbe und helfe damit den Pigmenten nach unten zu laufen. Am unteren Bildrand verbinde ich mit einigen Pinselstrichen beide Spiegelungen miteinander. In die feuchte Fläche setze ich jetzt hier direkt mit Rot aus der Tube die Rücklichter des Autos. Dafür nehme ich das besonders leuchtende Rot Pure Red von Daniel Smith. Link findet ihr unter dem Video. Das war ein wenig zu viel Farbe, deswegen sprühe ich nochmal an und das Rot läuft auch mit nach unten. Mit trockenem Pinsel kann ich aus der feuchten Fläche hier einige perspektivische Linien herausarbeiten, um den Raum ein wenig zu öffnen. Meine Figur braucht nun natürlich noch ein bisschen Farbe. Mit Ocker und Neutraltinte deute ich den Schirmträger nur als Silhouette an. Welche Farbe soll der Schirm bekommen? Also das sagen meine beiden Kameramänner dazu. Nee, meinst du wirklich? Jetzt aber richtig. Einen gelben Regenschirm? Ja, sicher. Ich hatte gleich noch gesagt, grün-gelb gestreift. Erwagt gewinnt war das doch. Na gut, dann also gelb. Hier rechts sieht es noch so leer aus. Eine Straßenlaterne könnte den Hintergrund noch ein wenig beleben.
Noch ein paar Highlights in Titanweiß auf Laterne, Schirm und Autolichtern und mein kleines schlichtes Regenmotiv für heute ist fertig. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch mein Film gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder einen Kommentar freuen. Ihr könnt meinen Kanal auch abonnieren, dann bitte auf die Glocke drücken, dann werdet ihr benachrichtigt und verpasst nichts. Hier rechts von mir findet ihr noch weitere Filme und wenn ihr abonnieren wollt, einfach auf diesen Knopf drücken.